Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2, Assassins of Kings. Wir müssen, glaube ich, einem Kriegsrat beiwohnen, ja. Das regeln wir mal direkt jetzt. Und danach können wir uns ein bisschen in Vergen umschauen. Während im Gasthaus zum Kessel ordentlich was los ist. Look, another one. You let one human in and in no time you've got a swarm. Mysteriöser Händler. Der mysteriöse Sachen verkauft. Was hast du denn so? Runen. Schemata zum Herstellen. Und 2 Schwerter oder 3. Ja, so mysteriös ist das jetzt alles nicht. Und wir spazieren mal ein bisschen durch Vergen. Saugen die Zwergenstadt-Atmosphäre in uns auf. Und pflücken ein paar Blumen. Gehe ich hier eigentlich richtig gerade? Oh, a Witcher. Greetings. Vielleicht sollte ich doch mal auf die Karte gucken. Wir müssen da oben hin. Nee. Warte mal, aktuelle Quests. Das da oben ist nur ein Handwerker. Quest? Hallo? Da im Berg wird mir das angezeigt. Ha. Muss doch vielleicht doch hier rein. Nee, das sieht für mich nicht danach aus, dass wir hier richtig sind. Karabela, was ist das denn? Zusatzwaffe, ein schwaches Stahlschwert. Naja, können wir verkaufen. Hello, Witcher. Hallo, hallo. Was geht? Zwergisches Volk. Muss ich vielleicht über die Brücke gehen? Auf jeden Fall gut verwinkelt hier alles. Wie bin ich jetzt hier unten gelandet? Gehen wir mal hier oben lang. Wir werden uns schon noch zurechtfinden. Hier hat man einen schönen Ausblick auf den Eingangsbereich. Und hier scheinen einige Händler zu sein, die es sich bequem gemacht haben. Ach, Vergen, du gemütliches Städtchen. Don't try anything. Ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. Kastell der 3 Väter. Einmal eine Zwergenaufwertung. Ja, die rutscht mir direkt in die Tasche. Für eure Freiheit und die unsrige. Leute, eben war ich noch richtig und jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Aber ich glaube, wir nähern uns.
Ja, jetzt sind wir richtig. You missed quite a scrap, gentlemen, and an opportunity to slay a monarch. There was a struggle and the prince was wounded. You've all seen the magical phenomenon covering the battlefield. For any who still have doubts, this is no mundane mist, nor a petty fairground illusion. Most likely, we're up against a blood curse, an old and powerful spell. We do not know who cast it or why. For now, I have one piece of good news and several pieces of bad news. The good news is that Henselt and his army have been halted for the time being. And the bad news? The mist will grow. It may even engulf Vergen. Furthermore, wraiths may emerge from it. Can they be made penitent? With an axe to the head? In theory, yes. But I would suggest putting your faith in a silver weapon. Furthermore, the ghosts will weaken as they move away from the mist. Is there any way to drive it off? Exorcise it? A question for myself and Geralt of Rivia. The Kingslayer? Contrary to what old women at the wells say, he did not, in fact, slay any kings. Course he didn't. Wouldn't hurt a fly, that one. Look at his eyes. You'll see he's the sensitive kind. Whatever you may see in his eyes, few know more about lifting curses. Gentlemen, I do not require you to understand this phenomenon, but there are a few rules I insist you must follow. Here we go. No one is to approach the mist. It is mortally dangerous. In addition, we need to learn the story of the battle. For this, I especially count on the aid of Mr. Cecil Burden. At your service, my lady. Thank you. To lift the curse, we require some objects symbolic of the war. Ones belonging to those who perished here 3 years past. Pfft. More scrap iron from that massacre lying about than lice in Cecil's beard. I thought curses were best handled with... Please leave the thinking to me, Mr. Zigrin, and I'd gladly hear less from you from now on. The objects must be magically active and strictly linked to the ghosts of the fallen. That is all. Let me be clear. You're all to aid Philippa and the Witcher. What are you grumbling about now, Yarpen? It's something in my gullet. Take a swig of wine. Now, to worldly matters. How many are we? Saskia, you know well... How many? We dwarves are near 200, but don't judge us by our number. 1,000 peasants will come, though you'll get no precise count. My lords? 53 knights and another 200 armed men. Not enough. Henselt leads 5,000, 5 to 1 against us. What think you of that? We are few, they are many. But we have our walls, low though they be. If we had archers, who knows? Oh, for a regiment of heavy arbalists from Lyria. We have something better. Yorvith's elves. Scoia'tael. Gentlemen, I give you Yorvith. What do you seek here, murderer? 100 of the North's best archers await your orders, Dragon Slayer. You wished for archers? Here they are. I take no pleasure in fraternizing with elves. But even a shit-coated stick can be a weapon. He burned down the villages of many in my horde. The free peasantry is one thing, but a criminal with a price on his head in all the Northern realms? This is too much. Saskia, say the word and we'll depart. Hear me out. Yorvith came to fight for me. I trust him, and I know that he'll stay the course. Just like each of you. How could you know that? He's an elf. Treason runs in his veins. He's been fighting humans for a century. But for the first time in scores of years, his fight makes sense. The Scoia'tael know no peace. They've died for Nilfgaard, for the Valley of the Flowers, in vain. They've been betrayed and cheated. Now they have a new goal. The Pontar Valley could be the first state where no man would have to fear elven arrows when venturing beyond city walls.
and elves and dwarves wouldn't live in ghettos or on reservations. First, however, we have a battle to win. You know who we're up against. It's a splendid army, brave and well led. They cannot be scared off or routed. They have to be killed. I want Yorveth to sit at the same table as we do. I want him to kill Cadweni for us. And I assure you that he'll do so with a smile, if only you let him. If I'm to see a smile on that skinny face, I'm in. Yorveth stays. Bloody hell! Father's turning in his grave, but a must's a must. I say aye. Nay. You killed my men, elf. Remember them? If I hadn't killed them, they'd have killed me. All right. For the sake of better times, and for Kedwin's doom, aye! Down with the sons of bitches! Cheers! Poison! She's dying. Take her somewhere safe and guard her with your lives. I'll gather what I need and join you soon. I'll place my best warriors on watch. Quickly, lads! A litter! She's ceased casting spells. Saskia, is she alive? In a manner of speaking. I've slowed her life functions as far as possible. Her condition is stable. Geht doch nichts über ein bisschen Drama am Ende der Verhandlungen. Muss ja irgendwas passieren, ne? Das wäre sonst zu einfach. Do you know the poison? Thaumadour, commonly known as mage pain. It has a terrible reputation. An antidote must exist. What can we do? Treatment will require herbs, magic, and blood. Not ordinary blood, I presume. Correct. We require royal blood. We could use Letho right now. Okay, ja, der Witz war ein bisschen flach. The nearest king is on the other side of the Mist of Wraiths. You misunderstood me. It need not be the blood of a ruling monarch. It is the genotype contained in royal blood that is required. Kings issue from ancient dynasties. Over the ages, to survive, rulers needed exceptional resistance and strength. As royal dynasties rarely admit common blood, the strength of their genes remains great. I shall employ self-healing genetic therapy that will teach Saskia's body how to rid itself of the poison. You'll have her drink human blood. No, I shall inject it directly into her heart. Okay. Frage ist, wo wir das herbekommen. What kind of herbs are we talking about? I'll need a subterranean variety of purple foxglove, known to the dwarves as the Immortelle, and an elven rose of remembrance. Ach, welch Zufall. Gut, dass wir die dabei haben. Where will we find immortelles? They grow deep beneath the earth, which should not be a problem as Vergen lies on top of a mine. How will they help Saskia? Mage pain wreaks havoc in internal tissues. The Immortelle will help restore them. Triss had a rose of remembrance. She claimed the flowers are exceptional. Long ago, the Enshe who succeeded in cultivating the roses enjoyed great respect, Times have changed. as have elves. There are no elven gardens nearby. We must return to Flotsam. Triss has a rose of remembrance from Flotsam. It's her we need to find. What else do you need to heal Saskia? Thaumadour is a self-perpetuating substance. Any incursion into a cluster of poisoned cells causes an immediate chain reaction. Each tainted cell that is removed is replaced by 10 new tainted cells. To interrupt this reaction, I'll need an ungodly amount of the power. A water or air genie, or one of the 20 legendary rings of power would be best. One to bring them all and in the darkness bind them. Right.
And then I'll have to run barefooted to the top of a volcano. All right. Let's forget the rings. I need a vast quantity of the power, no matter the source. Find something. An immortelle, a rose of remembrance, royal blood and magic sounds like a fairy tale. A poor one at that. No prince's kiss to top things off. I wish it were a fairy tale, especially a poor one, as a happy ending would then be inevitable. May I count on your help, Geralt? You may. What about the Battle of Wraiths? I must first see if the spells keeping Saskia alive are in order. Then we'll consider how best to send the spectres to their rest. Actually, you could tend to that yourself. Ask the locals about the battle. Maybe you'll learn something. In that case, I shall search for the poisoner. Only Philippa Eilhart may enter. Wie sie aber auch keine Sekunde verstreichen lassen, ohne einen Witz auf Herr der Ringe zu machen. Schon witzig. Und natürlich poppen jetzt die Hauptquest auf uns ein. Und wir haben viel zu tun. Und was ist hier für eine Versammlung? People of Vergen, we have a magical mist full of ghosts just outside our walls, so you'd better think twice before entering it. The mist, may the plague take it, threatens all manner of creatures. So anyone headed to the quarries or walking through the gullies should take exceptional heed. The squirrels that have made camp by the burnt huts are not our enemies, so says Saskia, and so it is. Master Geralt of Rivia and Sorceress Philippa Eilhart will deal with the mist and the wraiths. And now, open the gates and get to work. Gute Sache auf jeden Fall, dass wir die Händler nicht mehr draußen ausgeschlossen haben. Die haben schon gedacht, die müssen hier draußen verhungern. Ja, obwohl die haben Essstände. Eine Weile hätten sie überlebt. Und ja, wir haben eine Menge Hauptquests jetzt. Die werden wir nach und nach angehen. Und dann werde ich auch nochmal die Einträge in den Büchern konsultieren hier. Auf der Kriegsratversammlung wurde diskutiert, wie man Hänsel zurückschlagen konnte. Allerdings gab es mehr Ansichten und Vorschläge als Teilnehmer. Die Aufgabe des Hexers war zum Glück klar umrissen. Er sollte mit Philippas Hilfe den Fluch vom Schlachtfeld nehmen, den Geisternebel lüften und den Armeen ihre Handlungsfähigkeit wiedergeben. Geralt wollte sich gleich ans Werk machen, um dem aufreibenden Geplänkel zu entgehen, doch da geschah etwas Schreckliches. Saskia wurde vergiftet. Man brachte die Todgeweihte in ihr Haus. Geralt, Jorveth und Cecil harrten vor ihrer Tür aus, um zu erfahren, wie es um sie stand. Als Philippa heraustrat, befragte sie der Hexer eingehend. Saskias Zustand war kritisch und er verschlechterte sich. Der Hexer hatte nun eine weitere Aufgabe. Er musste so schnell wie möglich ein Gegengift für sie finden. Werden wir noch tun? Schauen wir erstmal, was die Händler hier so zu bieten haben. My pensacles intrigue you? Indeed. I'd like to see them up close. Let's start with introductions then. I'm Felicia Corey, and you're Geralt of Rivia. Why the surprised face? I heard about you in school. Whether you like it or not, you're a hero of contemporary history, and of the love stories we read beneath our blankets. You studied at Aretusa? Yes, though I'm still to finish my potion and fetish internship, which is why I'm here. And you're doing it under Philippa Eilhart's watchful eye. Any way I can help you? Help from a hero of our readings? Now that's drawing on sources for real. I'd be grateful. The locals are reluctant to buy magic items, and I really need to pass. Let's see what I can do. Was hast du denn so im Angebot? Der Laden. So, Zutaten natürlich. Berühmter Opfer von Flüchen. Enthält das gesamte Wissen über Draugen. Druckser.
Chirurgisches Besteck. Das Pontetal, allerhand Bücher hat sie im Angebot. Viele Bücher sogar. Sie ist ja eindeutig der Buchhändler. Grundlagen der Pathomorphologie. Interessant. Ich vermute mal, einige Sachen davon werden wir auf jeden Fall brauchen. Und sie verkauft Kartoffelbovisten. Können wir gleich mal mitnehmen. Von dieser Zutatsart gibt es einfach viel zu wenig in dem Spiel bisher. Lockvogel für die Versucherin. Und natürlich hat sie auch noch ein paar Rezepte im Angebot. Die muss ich mir mal in Ruhe anschauen, um zu überlegen, was ich da so kaufe. Ja, und Zutaten. Also sie ist unser Alchemie-Bücher Formular-Schema-Händler in diesem Kapitel. Und sie kann auch was anderes, was ich gern mal in Anspruch nehmen würde. Denn man kann bei ihr sich die Haare schneiden lassen. Das hätten wir auch bei einer Gausel im ersten Kapitel machen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil fürs erste Kapitel fand ich die Haare, wie wir sie jetzt haben, eigentlich ganz cool. Und ich habe gerade mal einen Quicksave gemacht. Ich würde gerne mal mit euch die Frisuren durchgehen und dann würde ich die Frisur nehmen, die ich schon weiß, die ich haben möchte. Aber ich gucke mir gerne mal die anderen an. Der Eichhörnchenschweif. Das kostet nämlich relativ viel Geld und von daher... was ist der Unterschied? Ist das anders, als was wir gerade hatten? Ich glaube, der Zopf hinten ist anders, oder? Ja. Aber ansonsten kein riesiger Unterschied. Also man muss das wirklich direkt vergleichen, sonst erkennt man gar nicht, was genau der Unterschied ist. Ich glaube, der riebische Pferdeschwanz ist der, den wir normalerweise tragen, ne? Ja, da ist der Zopf hinten einfach anders gebunden, größer. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied zwischen den beiden. Das Haar auf Elfenart tragen, offen. Okay, das dürfte wahrscheinlich die Frisur aus Witcher 1 sein. Ja. Das einfach nur offen tragen, die Haare. Und der Zwergenzopf. Also hier unterscheiden die sich noch nicht so krass. Jetzt haben wir einen kleinen geflochtenen Zopf hinten mit einem Haargummi oder eine Haarreif. Rockt mich jetzt auch nicht so. Flößerfrisur, Vollpferdeschwanz. Ist lustigerweise billiger als die anderen. Boah. Ist aber noch nicht das, was ich möchte. Ja, es ist zufällig genau das letzte, was ich haben möchte. Daher lade ich mal kurz meinen Spielstand, damit wir unser Geld wieder bekommen. Weil es ganz schön teuer ist, sich so auf die Haare schneiden zu lassen. Ruhig, Spiel. Warum bebt dann hier immer die Erde, wenn ich den Spielstand lade? Muss der Drache sein, der am Berg wohnt. Das zintrische Pendel, seitenrasiert und Pferdeschwanz. In Witcher 3 ist das meine Lieblingsfrisur. Und einfach, damit wir mal was Neues haben, gönnen wir uns den mal. Kann man auch machen, ne? Also die Jacke stimmt jetzt, die Frisur ist fresh. Alles in allem ist das doch ganz schön. Und zur Feier des Tages würfeln wir mal eine Runde. Fordern wir unser Glück hinaus. Ich sehe ein Zweierpärchen und das war's. Und der hat 3 Einser. Nicht schön. Ja, wir werden bestimmt Geld verlieren jetzt. Yep. 2 Pärchen und sie hat 3 of a kind. Wir haben jetzt schon verloren. Jupp. Ich bin schon weg. Felicitas, ich bin schon weg. Aber wir werden sicherlich mal wieder mit dir sprechen. Ebenezer Sigren. A dwarf witcher. That would be something.
Gab's auf jeden Fall noch nicht, soweit ich weiß. Hello, Chief. Matthias Foster hat die Norm zu 180% erfüllt. Und was hast du für die Erfüllung des Plansolls getan? Ebenezer Blount. Greetings. Robenau. Okay, sind nicht alles Händler, die wirklich was anbieten. Mail. You repair armor, right? Right. You work just for your elves? Not just. You don't say much, do you? And they said you're grumpy. Ja, ist an beiden was dran. Okay, er ist also unser Schmied, wie es aussieht. Gesteppte Rüstung. Gestepptes Leder. Er verkauft ein paar schwache Rüstungen, aber dafür auch dänische Lederjacke. Okay, die ist schon relativ gut wahrscheinlich, aber wir sind, glaube ich, immer noch besser mit dem, was wir gerade tragen. Rüstung aus Drachenschuppen. Okay, jetzt wird es langsam interessant hier. Kostet aber auch die Welt. Die ist, glaube ich, besser als das zu tragen, aber 3600 Orens ist eine stolze Summe, die ich so nicht einfach bezahlen würde dafür. Was hast du denn für Schemata im Angebot? Stiefel, schwarzes Einhorn, das Schema schwarzes Einhorn. Stiefel des Eidbrüchigen. Genau, hier gibt es doch wieder so eine legendäre Rüstung. Ich glaube, an der würde ich auch wieder arbeiten wollen. Ja, der Eidbrüchige. Ich glaube, sobald ich ein Schema davon kaufe, kriegen wir davon auch wieder eine Quest. Aber für Schwerter hat er jetzt nichts, ne? Außer die beiden, die zu der Rüstung gehören. Traugenrüstung. Also der hat echt einiges im Angebot, ne? Also da... I got a serious career proposal yesterday. From one of your vets lads, eh? They tried me too. So, you're gonna become a squirrel? I listened politely, but I agreed to nothing. We're too old for that shite, eh? They'd have got me 50 years ago, but it's true what they say. You grow wise with age. Ich weiß nicht, mit wem er gerade geredet hat, aber anscheinend mit irgendwem. Oh, a dwarf witcher. That would be so. Deck Finn, Felix Faveler. Oh, Witcher, I'm glad I found you. I've got something for you. We know each other? So surprised by a stranger bearing gifts. Ah, you humans, egotistical barbarians you are. I was in Flotsam when the massacre started. Just accept it. I won't take no for an answer. Thanks. Was hast du uns geschenkt? Das ist jetzt eine gute Frage, weil wenn es das Beil hier ist, dann sage ich so, okay. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber danke. Weil eigentlich in der Kategorie sieht man immer, welche Sachen man zuletzt bekommen hat. War auf jeden Fall nichts Besonderes, wie es aussieht. Wo habe ich denn den Brief her? Gavenas Brief an Jorveth. Brief von Gavena an Jorveth. Entgegen euren Behauptungen ist einer Grausel kein Kollaborateur. Er beugt vor Lorido den Nacken nur, soweit er muss. Liebdienerisch ist er nicht. Das Ziel sollte daher Ludwig Mörs sein. Offenbar ein Vetter des Kommandanten. Der Gott weiß, woher kommt und hier plötzlich das wichtigste Rädchen im Amtsgetriebe ist. Ist noch aus Flotsam. Chlodwiga lenkt ihn, diese Pest. Dies solltet ihr auch erledigen. Ich habe ohnehin noch eine Rechnung mit dir offen. Die Bindegarne sind in Ordnung. Rührt sie nicht an. Ich empfehle, mit Aneska Kontakt aufzunehmen. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie durch den Wald streunt und sie könnte unauffällig Nachrichten überbringen. Vielleicht ist sie eine Zauberin, jedenfalls hat sie meinen Mädchen geholfen, wenn die in Schwierigkeiten waren. Früher oder später fallen die Leute über sie her, bietet ihr also Schutz als Gegenleistung an. Was von dieser Malena zu halten ist, weiß ich wiederum nicht. Ich weiß gar nicht, wann wir den Brief bekommen haben. Muss irgendwann am Ende des Kapitels gewesen sein. Fünkchen.
Oh, another traveller. From where? Wait, let me guess. From Temeria. Had it at the tip of my tongue. So, what brings you to Vergen? Wait, I know. Business. Just what I thought. And you're? A witcher. Well, well. We don't often see witches here. What do witches do anyway? We solve problems. Oh, I have a problem with my boyfriend. Did you find his entrails strewn on the porch and his head a few paces away? Because those are the kind of problems I solve. Ach, schade, kein Quest von ihr. Aber sie ist eine Händlerin für Gerümpel. Haben wir Gerümpel dabei? Nee, bisher nicht wirklich. Aber wenn ich mal verfaulte Äpfel und alten Käse brauche, weiß ich, wo ich hin muss. Fünkchen. Süßer Name. War nur ein Spaß. Guck mal, die Katze will auch was trinken aus dem Krug. Komm, Geralt, streichel sie. Oh, the eminent Philippa Eilhart. We'd best erect a monument to commemorate her visit. Silly cunt thinks 100 years is a long time. Long by human reckoning, and Lady Philippa is a learned sorceress to boot. One more reason not to send your kids to school. Nee, aber wegen der Katze gerade. Kanonisch haben Katzen ja, halten die sich ja fern von Geralt und sind eher aggressiv und fauchen. Das haben sie auch in Witcher 3 dann eingebaut. Hier ignorieren sie. Hier ignorieren sie uns noch geflissentlich. Aufgepasst, Monster. Do the gods favor Lady Saskia, as she claims? The gods never favor rebellions that seek to topple the natural order of things. Admit it. You'd rather not see a woman at the head of an army, especially when sorceresses surround her. Even a child knows that sorceresses are godless, deceitful, and lecherous. Leave them be, Father. If they're willing to fight for us, let them. I see no need to peek beneath their covers. So you wish to tell me the sorceresses stand to gain nothing from this? Ha! It would be the first time in history, and I simply don't believe it. Saskia believes them. They've bewitched her! Saskia the pious? Black magic don't cling to her. I think we best change the subject before things get out of hand. Eine Feuergemeinschaft mit den unterschiedlichsten Leuten. Aber ich muss sagen, der Typ in dem Streifenschlafanzug hat schon nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Ne, Fido? Wer ist ein guter Junge? Was? Worüber würdest du eher reden? Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Und auch hier kann man auf die Befestigungen gehen. Schon beeindruckend hier, das ist die ganze Location. Wird nur zurückgehalten von einer Grafik, die heute nicht mehr total top of the art ist. Okay. Was? Ja, das lässt sich auf jeden Fall ganz gut verteidigen hier. Und hier glühen auch schon die Kohlen oder das heiße Öl oder was das sein soll. Oh, und das ist ein Ort der Macht. Gibt uns extra Verteidigung. Das könnte noch wichtig werden. Und ich glaube, ich könnte hier sogar die Stadt verlassen, ne? Und mich an anderen Orten weiter umsehen. Hier müsste gleich noch das Lager der
der Scoia'tael kommen. Und auch hier draußen scheinen noch Leute zu wohnen. Schauen wir uns beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter um und dann beginnt der Spaß wieder mit vielen coolen Quests und Nebenquests und Hauptquests und ja, ich liebe das zweite Kapitel. Es ist einfach großartig gemacht und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, ich komme wieder ein bisschen regelmäßiger mit Videos. Aktuell war so ein bisschen Sommerloch und ja, Real Life hatte irgendwie keinen Platz für YouTube. Daher hoffe ich, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr liefern kann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Chris.